Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Bonjour à tous, buongiorno a tutti. Sonst grüßt miteinander und hello everybody und grüß euch zusammen. Und jetzt switche ich wieder nach Deutsch oder zu Deutsch, damit mich alle verstehen können. Schönen guten Tag, mein Name ist René, Rufzeichen ist HB9 November Bravo Golf. Hinter der Kamera im Moment ist die Karin, HB9 Foxtrot Zulu Charlie. Und wir betreiben in der Schweiz den Amateurfunk-Fachshop, sage ich jetzt mal, Lutz-Electronics. Unter anderem sind wir offizieller Distributor von MOSLEY Antenna in den USA. Und das hat uns dazu bewogen, auch so eine MOSLEY Beam zu installieren, damit wir euch allen auch live demonstrieren können, wie die MOSLEY Beam in ihrer Performance
im Vergleich zu anderen Antennen. Wir können hier mal switchen hier oder mal schwenken hier nach drüben. Dann seht ihr gerade hier steht die Baby Loop zum Vergleich bereit. Daneben steht die AV 620 von Huygens, die vertikal. Und ganz hinten sieht man da auch die VHF-UHF-Antennenanlage. Die kleine Loop von MFJ gehört natürlich nicht zum VHF und UHF-Equipment. Das sei noch erwähnt. Wir sind offizieller Distributor, wie gesagt, von MOSLEY und hatten deshalb vor rund 6 Wochen den Entschluss gefasst, die MP-33N-WARC, das ist eine 5-Band-Beam, wobei 20, 15 und 10 Meter macht die wirklich als Beam mit Reflektor und Direktor. Und dann gibt es noch einen Rotary-Dipol auf der Antenne für 17 Meter und 12 Meter. Das haben wir jetzt installiert. Von der Baueingabe bis zum Abschluss des Projekts heute sind gerade mal 6 Wochen vergangen, hat alles einwandfrei geklappt. Jetzt stehen wir hier und hier seht ihr die MP-33N-WARC auf einem G1000 Rotor von Jesu und die ganze Geschichte montiert auf einem pneumatischen Mast. Die ganzen Komponenten sind selbstverständlich bei uns verfügbar. In der Regel sind die sogar allesamt ab Lager verfügbar. Und jetzt kommt der große Moment, meine lieben Leute. Ja, die Karin macht hier fast einen Rückwärtssalto. Gott sei Dank nur fast. Jetzt kommt der große Moment. Pneumatischer Mast, das heißt, wir können den Masten ausfahren. Wir fahren den aus mit Luft. Mit Luftdruck 2 Bar. Wir haben hier das recht oder total alltagstauglich hier eigentlich gemacht. Das heißt, portabler Kompressor, der kann 2,5 Bar. Das ist jetzt First Try, nur so zum Sagen. Also, wir hoffen, das funktioniert mit dem kleinen Kompressor. Ich habe den Kompressor gerade kurzerhand hier mit Powerpole-Steckern versehen, damit wir hier auf den LiFePO-Akku fahren können, 15 Ampere-Stunden. Der braucht im Maximum 13 Ampere Strom und so sollte das grundsätzlich funktionieren. Jetzt, wenn ich das Ding hier starte, dann gibt das Ding hier Druck drauf auf das Regelventil, was wir hier haben. Das ist im Lieferumfang des pneumatischen Masts inbegriffen. Mit dem Druckventil, da stellen wir 2 Bar ein. Wenn wir mit höherem Druck hier kommen vom Kompressor, was jetzt bei dem kleinen nicht der Fall ist, dann können wir hier am Druckregler den Druck auf zwischen 1,5 und 2,5 Bar zurückregeln, damit hier die ganzen Dichtungen im Pneumatikmast wirklich auch lange dicht halten und das Ding hochgefahren werden kann. Also wir fahren hier drauf. Der macht die Regelung. Ich habe hier ein Ventil, womit ich Druck reinpumpen kann in den Masten und womit ich auch beim Einfahrvorgang auch Druck ablassen kann. Dazu ist zu sagen, das zeige ich euch jetzt, weil nachher kann ich es euch nicht mehr zeigen. Ich zeige es euch hier. Wir haben hier einzelne Segmente. Beim Runterfahren, da gehen Bolzen rein. Jedes Segment wird verriegelt, beim Ausfahren automatisch. Wenn wir den runterholen möchten, ich komme etwas näher, es ist hier luftig, es stürmt wieder, dann müssen wir dem zuerst Druck drauf geben und dann können wir ein Segment nach dem anderen entriegeln, immer das unterste ziehen, da brauchen wir keine Leiter dazu. Und dann kommt Segment für Segment runter. Zeigen wir euch aber jetzt nicht, weil jetzt steigt die Spannung. Jetzt geht erstmals unsere MOSLEY Beam hier in die Höhe. Okay, wir versuchen es. Start das Ding mal hier. Ja, das ist doch schon mal schön. So, hier ist nicht ganz dicht, glaube ich. Wir versuchen es trotzdem. Ja, das sieht nicht gut aus. Ah, kommt. Er kommt. Er kommt, aber doch, er kommt ja.
Er kommt tatsächlich. Also, ihr seht, der fährt aus hier. Seht ihr? Der fährt aus. Also, man sieht jetzt hier, erstes Segment, wir haben nicht viel Leistung hier, deshalb dauert das Ganze relativ lang. Aber wir sehen, der fährt aus. Der fährt hier langsam hoch hier. Und wir können uns hier ansehen, wie das ausschaut hier. Wir haben hier das, ja, 1 Bar bringen wir hier drauf. Mehr bringen nicht ganz 1 Bar. Ich kann es hier vielleicht noch halten, dann gibt es etwas mehr noch. Wir sehen, was der hier macht. Der wird wahrscheinlich ganz ordentlich warm. Jawohl, das wird er. Ja, das geht sehr, sehr lang mit dem Ding. Wir versuchen es mal, ob er wirklich hoch geht. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich etwa 3-4 Minuten für den Vorgang, vielleicht auch 5 Minuten. Aber wir lassen jetzt den mal laufen. Hier sehen wir noch meine Assistentin, die Karin, habe 9 Foxtrot Zulu Charlie. Hast du etwas sagen zum ganzen Projekt? Hallo. Hallo, okay. Man sieht sich, man hört sich. Also Leute, wir lassen den jetzt mal hochfahren hier und sehen uns wieder, wenn der hochgefahren ist. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Und das Ding ist ausgefahren. 20 Minuten mit dem kleinen Druck von 1 Bar. 20 Minuten hat es gedauert, bis alle verriegelt waren. Jetzt ist er oben und der kleine Kompressor, der ist ganz schön heiß gelaufen. Aber man sieht, es funktioniert auch mit dem kleinen Kompressor. Vorteil, Akkupack gerade neben dem Mast und dann Kompressor starten und hoch geht's. Runter dasselbe, zuerst füllen, das benötigt natürlich die 20 Minuten, auch bis der gefüllt ist mit Luft. Und dann, denke ich mal, könnte man ihn entriegeln und runterlassen. Wir lassen jetzt das, wir spannen jetzt den noch ab, damit er 50, 60, 70 aushält, problemlos. Und wenn es dann richtig stürmt, dann lässt man ihn runter. Aber im Moment lassen wir das bleiben. Ich zeige euch noch rasch, ich übernehme kurz hier. Damit ihr noch mal seht, hier haben wir das Profil, da haben wir einen Partner, der uns diese Profile nach Maß anfertigt hier, genau passend zu dem Pneumatikmasten aus unserem Sortiment. Das Loch haben wir selber gegraben, das war ein ganz schönes Stück Arbeit, 80 cm Durchmesser, 80 cm tief. Das war wirklich sehr, sehr hart, muss ich sagen, Lehmboden. Hier haben wir den Graben gemacht mit dem Leerrohr. Das geht da bei der Babyloop vorbei und dann geht es da bei der Vertikal vorbei ins Haus, in den Check, wo wir uns nachher sehen werden. Und ja, hier sehen wir das Ergebnis. Wenn ich hier mal hoch, wirklich hoch schwenke, dann sehen wir das Ergebnis. Also, super Sache, 10 Meter hoch. Jetzt können wir dann testen, wie das läuft. Und wir sehen uns später im Check. Bis dann. Tschüss. CQDX, CQ Delta X-Ray. This is Hotel Bravo 9 November Bravo Golf. Hotel Bravo 9 November Bravo Germany is looking for DX outside Europe. H39 November Bravo Golf, W2 Japan, Germany, Quebec. Yeah, Roger. Whiskey 2 Juliet Golf Quebec. This is Hotel Bravo 9 November Bravo Golf. Perfect, Paul. Really perfect. Many thanks for the 5 and 8. You're 5 and 7. I've pointed the antenna exactly in your direction to New York. Hotel Bravo 9 November Bravo Germany. Okay, November Bravo Germany. Station with ending November Bravo Germany. Repeat again, over.
Yeah, Roger. Hello, Otap. Nice to hear you. Yankee Bravo 7 Tango Uniform. This is Hotel Bravo 9 November Bravo Germany. Hotel Bravo 9 November Bravo Germany. QSL? QSL, Hotel Bravo 9 November Bravo Germany. Yankee Bravo 7 Tango United. 5 and 7 report, my friend. Please give me a report and please give me your name over. Yeah, Roger, Otap. Many thanks for the 5 and 7 from Indonesia. You're 5 and 8. There is some QSB in your signal, but in the clear you're 5 and 8. And yeah, you're changing between 5 and 7 and 5 and 8. My name is Rene, Romeo Echo, November Echo, and I'm located in the northwestern part of Switzerland, nearby the city of Basel. Yankee Bravo 7 Tango Uniform. This is HB9 November Bravo Golf. Bravo Germany from Yankee Bravo 7 Tango United. Okay, thank you for 5 Renee. Thank you for 5 news. You're 5 and 7, 5 and 8 also. Okay, Renee, thank you for the contact and good bless you and have a good weekend. Hotel Bravo 9 November Bravo Germany, YB7. Renee, bye. Yeah, Roger, this is Hotel Bravo 9 November Bravo Germany. QSL? Hotel Bravo 9 November Bravo Golf 5 and 9, Roger. Yeah, Roger. Hello, Fernando. You're 5 and 9 too here. 5 and 9 in the northwestern part of Switzerland. Very strong signal. QSL? Well, thanks so much. I think the propagation today is good because my antenna and my radio and my amplifier is normal. It's a regular amplifier. Hotel Bravo 9 November Bravo Golf. Thank you for calling. Brazil. Ciao. True, we've got the perfect hobby for this pandemic that's going on. But yeah, I've been to Switzerland once. Hotel Bravo 9 November Bravo Germany. Tony? Okay, boy, I'll tell you what a pile-up. Hotel Bravo 9, November Bravo Golf. Hotel Bravo 9, November Bravo Golf. Good afternoon, this is Kilo 3 Zulu America, over. Yeah, Roger. Hello, Tony. Nice to meet you again. Kilo 3 Zulu Alpha, HB9 November Bravo Golf returning. It's a long time since our last QSO. We had a QSO in 2015, Tony. And you're very strong this afternoon. 5-9 or a little bit more. 5 dB over 9 on the S meter of my K3S. And I have to mention that the preamp is off. I'm using a 3-element MP-33 from MOSLEY and 1 kilowatt of power. Microphone back to you, Tony. Name is Rene, I forgot. Romeo Echo November Echo. Kilo 3 Zulu Alpha, HB9 November Bravo Golf. Okay, Renee. Very good. Good copy. Boy, you are just so strong this morning. It's almost as if you're sitting next to me here in the shack. Hotel Bravo 9 November Bravo Golf from Kilo 3 Zulu America. The 3-element Mosley, I think you said the MP-33 and the KW is doing a super job. Of course, propagation is where it's at, and propagation is good right now between here and the East Coast and Europe. And you are S9 plus about 5, sometimes peaking 10 over. So that's very good. Congratulations on all your setup right there. But good to meet you again. I don't have my log in front of me. I can't believe it. I got on here called CQ and I had this big pile up. I wasn't expecting it. I never have my logbook up, so I can't tell when the last time we worked. But you're able to do that for me. And so I say hello again and good to work you. I'm using a FT1000MP here. I have an Alpha 8410 amplifier running about only 1,000 watts at the present time. And as I said, a TH6DXX. It's been up for 42 years. 42 years, Renee. And we've had it down several times to change the hardware, clean the trap sound, but she still kicks along. HB9 NDG from K3ZA.
Yeah, Roger Tony, great. K3, ZA, HB9NBG returning, yes. You're very strong too, about 5/9, 5/9, so extremely strong. And yes, for your information, you are only about my QSO number 10, I think, with this new antenna. We've installed the MOSLEY MP-33, not 42 years ago, HI, but about 3 or 4 days ago. My YL Karin, her call sign by the way is HB9 Foxtrot Zulu Charlie, and we've installed it beside of the house on a 10 meters pneumatic mast. Now it's 10 meters off the ground and it's pointed into your direction exactly. And the transceiver here is a K3S for your information. A K3S from Elecraft with a PR781 microphone from Heil. That's what I'm using here, Tony. And you're really very strong here. WX is clear blue sky today. It's a beautiful sunny day. We have temperatures around 13 degrees. 13 degrees plus Celsius at the moment, and I think the temperatures will increase a little bit more so that we will have about 17 on the end of this afternoon. Local time is 10 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Mike, back to you, Tony, once again. But I don't want to hold it too long because there are many stations calling you. K3 Zulu Alpha, HB9 November Bravo Golf. Okay, I can hear the stations calling me, Renee. HB9NBG from K3ZA. Very good. Very good. Well, congratulations on the antenna. You were just peaking about 10/9 on that last transmission. You're just booming through here, so the K3X sounds great, and the amplifier is doing a good job, and I'm glad I'm the QSO number 10 on the 3-day-old antenna. So keep it up there, and let's keep propagation really good here. I'm looking at the call-outs on my DX spotting system here, and it looks like a lot of stations here on the East Coast are getting European stations. So the band is open, coming through very good this morning. I would suspect that there's a lot of people on the radio. We have a great hobby because a lot of people here are staying in. And it's good to have the radio so we can talk to each other and share experiences. Well, Renee, thanks so very much. We'll send you his QSL card out via EQSL Logbook of the World. Have a great week. Congratulations again on the antennas. Don't touch anything. Leave it the way it is. It's working great. HB9NBG from K3ZA. Yeah, Roger, Tony, that's nice, that's very nice. Okay, many thanks for your information and your compliment about my antenna system. I'm very satisfied with it. It's really great. I've worked before with a vertical. It's also not so bad, an Alpha Victor 620 from Highgain. It's really not so bad for a vertical, but it's much more noisy than the MOSLEY is. It's very quiet here if there is no signal on the air, Tony. So it's really great. I want to wish you 73. Have a nice afternoon there, good DX, and I hope to meet you soon again. Tony, K3 Zulu Alpha, HB9 November Bravo Golf. Till the next time, Tony, and thanks very much. Bye-bye. Okay, very good, Renee, very good. I'll tell you, you were so strong on that last transmission that I was going to go upstairs and make you a cup of coffee and have it ready for you. So, congratulations. And you know what, the vertical, any of these antennas will work good as long as propagation is good. One antenna is better than the other in certain conditions, but propagation is where it's all at. We have it now today, that's for sure. 73 Renee, have a great week. Stay healthy, be safe, God bless, and thanks for the call. HB9NBG K3ZA. Yeah, Roger, Tony. Perfect, really perfect. Very strong. There is no signal. Your signal is the only one I can hear here on this frequency. No QRM at all because you're so strong here. Tony, have a nice Sunday there and good DX. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ciao. K3ZA clear. A little bit of bug freezing. F6 DKE from